Herzlich willkommen im Universitätsklinikum Tulln. Mein Name ist Andreas Thuma. Ich bin der Leiter der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Tulln. Ich darf Sie heute mitnehmen, um Ihnen die verschiedenen Bereiche unserer Abteilung vorzustellen. Und falls Sie der Meinung sind, dass Anästhesie lediglich Narkose bedeutet, dann haben Sie sich getäuscht. Kommen Sie mit, begleiten Sie mich auf einem Tag durch unsere Abteilung und lernen Sie die Abläufe kennen. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig und abwechslungsreich unsere Tätigkeiten sind. Der Tag beginnt mit einer Morgenbesprechung. Hier treffen sich Ärztinnen und Ärzte, Studentinnen und Studenten der Abteilung. Es wird besprochen, welche Operationen geplant sind und welche Form der Narkose und Anästhesie hier geplant ist. Offene Fragen werden diskutiert und besprochen. Ebenso wird berichtet, ob es kritisch Kranke in der Nacht zu versorgen gab, welche Notoperationen sind durchgeführt worden, gab es Aufnahmen auf der Intensivstation, sind Versorgungen im Schockraum durchgeführt werden. So ist sichergestellt, dass alle Informationen ans Team des Tages weitergegeben werden. Nach der Morgenbesprechung teilt sich das Team in die verschiedenen Bereiche auf. Kommen Sie mit mir in die Präanästhesieambulanz. Dort findet der erste Kontakt von Patientinnen und Patienten bei geplanter OP statt. Vor der OP kommen die Patientinnen und Patienten zu uns hierher. Hier wird festgestellt, ob alle Informationen parat sind, um den Patienten optimal auf die Operation vorzubereiten. Ist das nicht der Fall, werden weitere Untersuchungen angeordnet. Die Anästhesisten entscheiden, welche Medikamente werden pausiert und welche werden weitergeführt. Welche Art der Narkose ist die ideale für die geplante Operation bei diesem Patienten? Wichtig ist, dass den Patienten hier ausreichend Zeit gegeben wird, um ihre Sorgen und Fragen mitzuteilen und diese zu beantworten. Wenn dann der Tag der Operation gekommen ist, dann kommen die Patientinnen und Patienten hierher in den OP-Bereich. Da sie nun hier in einem Bereich mit besonderen hygienischen Anforderungen sind, tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon grüne Bereichskleidung. Hier erfolgt die Anlage einer Regionalanästhesie oder auch von zentralen Venenkathetern. Mit Hilfe von Ultraschall werden millimeterkleine Gefäße und Nerven aufgesucht und dargestellt. Dank des Ultraschalls haben wir heute viele Verfahren und Möglichkeiten, mit hoher Sicherheit Nervenblockaden durchzuführen und die Zugänge, die für die Operation notwendig sind, zu legen. Bei Nervenblockaden können die Patienten während der Operation bei Bewusstsein bleiben. Bei manchen Patienten bieten wir zusätzlich eine Sedierung an, um ihnen die Aufregung zu nehmen. Andererseits haben wir auch die innovative Möglichkeit einer Videobrille, wo Sie wie im Flugzeug Videos während der Operation schauen können und die Zeit im Nu vergeht. Wenn Sie eine Vollnarkose bekommen, dann erhalten Sie diese im Operationssaal. In jedem Saal ist ein Anästhesist oder eine Anästhesistin, die sich um Ihr Wohl kümmert. Alles, was abseits der Operation passiert, sozusagen hinter dem Vorhang, wird durch die Anästhesistinnen und Anästhesisten gewährleistet. Wir achten darauf, dass die Narkosetiefe optimal ist. Wir achten darauf, dass der Blutdruck passt, dass die Herzfrequenz passt, dass Sie nicht auskühlen und nicht überhitzen, dass Sie ausreichend Infusionen bekommen, aber nicht zu viele. Und auch wenn der Blutbedarf gedeckt werden muss oder Gerinnungsprodukte notwendig sind, erhalten Sie diese von uns. Liebe Zuseher, willkommen im OP. Mein Name ist Dr. Birgit Strömer-Zausinger. Ich bin hauptberuflich Anästhesistin. Ich bin die OP-Managerin unseres Krankenhauses. Die Anästhesisten müssen die Patienten ja ohnehin durch den gesamten perioperativen Prozess begleiten und da bietet es sich an, auch die ganze Organisation des OP-Bereiches in die Hände der Anästhesie zu legen. Wir Anästhesisten beschäftigen uns auch mit dem Patient Blood Management. Hier geht es darum, den Patienten sicher durch die Operation zu bringen, ohne Unmengen an Fremdblut zu verbrauchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen, wie man das Problem angehen kann. Beginnend präoperativ, dass man zum Beispiel eben schon Gerinnungsmedikamente rechtzeitig absetzt, um das Blutungsrisiko bei der Operation zu reduzieren. Auf der anderen Seite intraoperativ von Seiten der Chirurgen, dass die Eingriffe zunehmend minimalinvasiv gestaltet werden und so das Blutungsrisiko reduziert wird, bis hin zur Therapie des Patienten, dass man präoperativ auch schon eine Anämie zum Beispiel ausgleicht, bevor man dem Patienten der Operation zuführt und damit auch die Gabe von Fremdblut reduziert. Zusätzlich bedeutet moderne Anästhesie auch, dass es den Patienten danach möglichst schnell wieder gut geht. Schon während der Operation können wir durch verschiedene Medikamente das Risiko für Übelkeit und Erbrechen minimieren. Viele Facetten tragen dazu bei, dass sich Patienten nach der Operation möglichst schnell wieder wohlfühlen. Überwacht werden sie im Aufwachraum.
Die Anästhesie und Chirurgie hat sich in den letzten 50 Jahren so weit entwickelt, dass manche Patienten schon nach einer halben Stunde nach dem Aufwachraum hinauf auf die Normalstation können. Wann können sie auf die Normalstation? Dann, wenn die Patienten stabil sind in ihrer Herz-Kreislauf-Funktion, wenn sie keine Unterstützung mehr in der Atmung brauchen, wenn die Schmerzen alle unter Kontrolle sind. Wenn nicht, kommen sie auf die Intensivstation. Ein weiterer wichtiger Bereich in der Abteilung der Anästhesie und Intensivmedizin. Alle Anästhesistinnen und Anästhesisten haben als integralen Bestandteil ihrer Facharztausbildung auch die Intensivmedizin abgedeckt. Auf der Intensivstation haben wir 10 Einzelbetten, die alle geräumig ausgelegt sind, um Beatmung und andere Organersatzverfahren wie Dialyse durchzuführen. Patientinnen mit Sepsis, Intoxikation nach Reanimation oder anderen kritischen Erkrankungen werden auf der Intensivstation nach allen Regeln der Kunst behandelt. Nach der Morgenbesprechung findet die Übergabe des Intensivteams am Patientenbett statt. Es wird vom Nachtdienst berichtet, was in den letzten 24 Stunden passiert ist und was für die nächsten 24 Stunden geplant. Es ist uns wichtig, dass auch hier nie vergessen wird, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Ein Aufenthalt auf der Intensivstation bedeutet immer eine extreme Ausnahmesituation für Patienten und Angehörige. Atemnot, Durst, Stress und Antriebslosigkeit werden bekämpft. Pflege, Physiotherapeuten, klinische Psychologinnen, Logopädinnen, alle tragen dazu bei, dass der Patient wieder die Möglichkeit hat, in ein normales Leben zurückzukehren. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Carina Semmler, ich bin die pflegerische Stationsleitung für die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Tulln. Hier am Universitätsklinikum Tulln tragen Ärzte mit einem hohen medizinischen Fachwissen, Pflegekräfte mit ihren qualitativ kontinuierlicher Betreuung und Therapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten mit gezielten Behandlungskonzepten zur optimalen und effektiven Genesung der Patienten bei. Hand in Hand arbeiten wir mit unseren Kollegen zusammen, um die beste Lebensqualität unserer Patienten sicherzustellen. Die Anästhesie- und Intensivpflege arbeitet eng mit den Ärzten zusammen. Durch die einjährige Sonderausbildung erreicht die Anästhesie- und Intensivpflege weitere Kompetenzen in diesem hochsensiblen Bereich. Und dadurch ergibt sich eine harmonisierte Zusammenarbeit zwischen der Ärzte und Pflegerschaft. Das war aber noch nicht alles. Rund um die Uhr stehen Anästhesistinnen und Anästhesisten bereit für die akute Versorgung von Schwangeren im Rahmen einer PDA oder Notsektio, aber auch für Versorgungen im Schockraum, wo die Patienten vom Notarzt gebracht werden. Sobald der Notarzt einen kritisch kranken Patienten für das Krankenhaus anmeldet, versammelt sich hier im Schockraum das Schockraumteam. Sobald der Patient im Schockraum angekommen ist, werden die Vitalparameter überprüft und da, wo Lebensgefahr besteht, werden die notwendigen Maßnahmen gesetzt. Wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1 sind alle Handgriffe perfekt aufeinander abgestimmt, um den Patienten so schnell wie möglich zu stabilisieren. Wenn ein Patient in einem kritischen Zustand ist, das heißt im Herz-Kreislauf-Versagen, dann wird Herzalarm ausgelöst. Und dann begibt sich das Herzalarmteam so rasch wie möglich zum Patienten. Das Herzalarmteam besteht aus Anästhesisten, Internisten und Pfleger. Und die führen dann beim Patienten die notwendigen erweiterten Reanimationsmaßnahmen durch. Im Bereich der Akutmedizin sind regelmäßige Trainings von erwartbaren kritischen Situationen extrem wichtig. Die Patienten sind in Lebensgefahr und das behandelnde Team muss sicher, schnell und effektiv arbeiten. Wie Piloten üben auch wir Mediziner kritische Situationen mit Simulationstraining. Mit Ton- und Videoaufzeichnung werden kritische Situationen an der Puppe trainiert, simuliert und im Nachhinein analysiert. Die Trainings sind darauf ausgerichtet, die Kommunikation im Team zu verbessern und Abläufe in Notfallsituationen zu optimieren. Ein breites Spektrum an Patienten wird akut bei uns versorgt. Vom Kind mit dem gebrochenen Unterarm oder der Blinddarmentzündung bis zur betagten Dame mit hüftnaher Fraktur oder Darmverschluss. Zusätzlich sind wir auch für die landesweite Versorgung von akuten Schlaganfällen zuständig. Wir haben einen Lehrauftrag von der Karl-Landsteiner Privatuniversität. Wir unterrichten in Kleingruppen, Seminaren und Vorlesungen, die teilweise im Krankenhaus, teilweise an der Universität stattfinden. Wir bringen den Studenten im Rahmen des Simulationstrainings erweiterte und Basisreanimationsmaßnahmen bei.
Hiermit versuchen wir, die Studenten für die Akutmedizin, Notfallmedizin und Intensivmedizin zu begeistern und einen Grundstein für eine gute Erstversorgung zu legen. Mein Name ist Lucia Höfler, ich bin Assistenzärztin an unserer Klinik hier. Unser Fach macht besonders toll, dass man die Patienten 1:1 betreuen kann und sehr schnell klinische Fertigkeiten entwickelt und sehr schnell auch selbstständig arbeiten kann. Als Mentorin für unsere Studenten ist es mir wichtig, klinische Fertigkeiten zu vermitteln und die Studenten sehr schnell in unseren klinischen Arbeitsalltag einschließen zu können. Es hat mich gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um unsere Abteilung und ihre Abläufe kennenzulernen. Und wenn ich Ihr Interesse wecken konnte, kommen Sie vorbei und lernen Sie die Anästhesie und uns persönlich kennen.